Also der Begriff Orientierungssystem hat viele Verwandte. Der eine nennt es Signaletik, der andere nennt es Leitsystem. Wir fanden den Begriff des Orientierungssystems auch am sinnvollsten aus dem Aspekt heraus, weil dann irgendwann das Argument genannt wurde, Kühe werden geleitet und Menschen möchten sich orientieren. Und wir selber sind auch Freund davon, dass Menschen sich würdevoll im Innen- und Außenraum orientieren können, ohne dabei hilfesuchend zu wirken. Also gibt es zum einen diese funktionale Ebene, die ein Orientierungssystem leisten sollte, dass Menschen sich würdevoll im Außenraum orientieren können. Auf der anderen Seite denken wir aber auch, dass das Orientierungssystem auch eine innere Orientierung ermöglichen sollte, nämlich indem es etwas über die Kultur des Ortes und über die Kultur der Organisation oder des Unternehmens bereitstellen kann. Das sind Dinge, die du eher spürst, als dass du sie rational verstehst. Die können aber durchaus mittransportiert werden. Denn das Orientierungssystem zählt genauso zum Corporate Design wie der Messestand oder der Briefkopf. Und am Ende erzählt das Orientierungssystem mit seinen Mitteln ebenso einen Teil dieser Geschichte, dieses Narrativs, wie jedes andere Kommunikationselement, das uns zur Verfügung steht, gleichfalls.